Nein, ich mach Schnick. Hopp, jetzt hat die Kamera. Schnick, Schnack, Schnuck. Halt. Was? So, servus. Der Michael ist nebendran. Nachdem sein Motorrad 2 Jahre lang hinten in meinem Schuppen gestanden war und die Reifen schon rissig sind. Da haben doch die Hühner schon ein Nest drauf gebaut. Ja. Also schon mal die Mäuse vertrieben, jetzt sind sie wieder drin. Bohrt er jetzt einfach Löcher in seinen Rahmenheck. Was soll uns dieses Loch sagen? Da bauen wir die Satteltaschen hin. Ah, Satteltaschen. Ist das Ja. ein Pferd? Das ist ein Pferd. Nee, eine Kuh. Eine Kuh. 60 Pferde vielleicht, ne? 60 Die Kuh. Pferdekuh. Okay, deswegen hast du das ein Loch hingebaut. Wie Cool. machst du das da? Machst du da so einen Haken rein? So irgendwie? Oder wie hängst du das hin? Hopp, halt mal so eine Tasche hoch. Ich glaube, hinter der Tasche sieht man dich gar nichts mehr. Die Tasche ist zu groß. Die musst du vor dich hinhalten, dass man mal die Größenunterschiede sieht. Ist ja geil. Die Tasche ist so breit wie ich. Hallo Michael, bist du noch da? Ach, hinter der Tasche, ich hab dich gar nicht gesehen, da oben. Er hat sich versteckt. Okay. Okay, das haben wir schon mal vorbereitet. Da. Einfach auf dem Arbeiten. Rechts, links. Wenn ich mir das in die Hand gebe, hält er das genau 1 Sekunde. Und dann merkt er, dass es glühend heiß ist. Macht das nicht? Das ist sogar da oben noch heißer. Ein bisschen warm. Das ist die andere Seite. Und der eine Kollege hat letztens mal geschrieben, es rostet schon durch. Das muss so sein, sonst hält dann später die Beschichtung nicht. Pass auf, du machst die Beschichtung kaputt, wenn es so heiß ist. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist das? Ist das jetzt der Auspuffschutz? Das ist der Putzlappen, den ich immer dabei habe. Okay, stimmt. Den hast du schon länger dabei, ne? Ersatzluftblasen für Wassermacht? Was habe ich? Ersatzluftblasen für Wassermacht? Na klar, ein ganzes Bäckle hinten. Musst du fragen, wer musst du immer auch ab. noch, ja. Ja, weil wenn die Luft weg ist, ne? Ja, dann musst du die Ersatzluftblasen nehmen. So ist es. Ich würde es hochkant stellen und einfach mal so Flucht. Aber eigentlich muss es auch ein Maß machen. Ist das gerade? Ist das gerade? Ist das gerade? Ist das gerade? Das passt. Das ist wieder Fahrradträger, oder? Ja, Skiträger fürs Moped. Wenn ich zum Skifahren fahre, mit dem Moped, dann habe ich die Maschine drauf. Ist ja geil! Alter! Das ist Kittel verreckt. Top Textil, hat sich wieder gelohnt. Entgrade es mal bitte noch. Okay. Ja. Haben Sie sich heute schon ins Knie gebohrt? Nee, oder nicht? Also wir haben da mal so einen Zwischenstand. Wir lassen das jetzt so. Weil mit dem anderen, so bricht es wenigstens schnell ab. Du stellst dich schon ein blöder an, ne? Gib mir mal die Mutter, das kann ich gar nicht mit Gutes mit der anschauen. Mutter, ich halte mal. Diana, die kleinen engen Sachen, die machst du lieber selber, oder? Hm? Das Bier da drin war gar nicht schlecht, ne? Am kotzig wahrscheinlich. Wenn es da eine schlecht wird. So, okay. Ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Weißt du das, Michael? Was wollten wir jetzt heute noch? Wir bauen eine Federbein an, oder? Und was für Federbein? Was wir kriegen. Welchen Hub? Welchen Durchmesser, Kolbenstange? Kennst du dich besser aus wie ich?
Sag mal, wir haben das Quartetto vorhin geübt. Ja, jetzt habe ich alles vergessen. Ja. Also das Federbein hat seinen Dienst getan. Das bauen wir jetzt raus. Ich gehe hinten hin, heb hoch. Achtung. Du musst doch mal Arme filmen. Ach, Die einzigen Dinge, die gerade aktuell. die dünnen Arme. Die Schraube ist schon nach oben verbogen. Ja, oder? Schon verbogen, die Schraube oben. So, halt es mal. Und dann Old Features neu. Danke an den Christian Meyer, der uns mit Hyperbro so schön unterstützt. Jetzt ist echt, es ist ganz schwierig jetzt. Also ich bin hin und her gerissen, völlig aufgelöst. Sieht man das? Ich weiß nicht, ob ich die Schraube außen habe. Die sieht so gut aus, ne? Müssen wir so rum einbauen. Und warum müssen wir das so rum einbauen? Weil es cooler ausschaut. Nee, Weil es nicht alles passt. weil die Hülse schon so gemacht ist. weiß. So, ich führe ein. Okay. Oh, sieht schon gut aus, ne? Macht schon was her. Wenn unser Hausbesetzer, wenn unser Hausbeschichter schon die Kofferträger fertig gehabt hat, wüssten wir dann schon, wo wir die hinschrauben und wo wir den befestigen. Weil möglichst so, dass man auch später noch hinkommt. Ne? Ja, also wenn du da jetzt das Koffersystem hast, musst du es irgendwo da hinten machen, sonst kommst du nichts mehr hin. Stimmt. Ja. Cool. Produktvorstellung die dritte heute. Warum liegt denn der nach oben? Der ist das sonst nach unten, oder? Stimmt. Original ist da unten. Also im normalen Leben ist es so, dass der Bremshebel nach unten geht, also in die Richtung. Das bedeutet, wenn ich in der Spurrille reinfahre, ist der noch unter Druck. Wenn ich dann leicht zurückrutsche, weil ich nicht weiterkomme, wird er Bremst nicht gedrückt. mehr. Und dann bremst er und dann hast du keine Leistung, weil du auf dem Ding aufliegst. Und du denkst immer, irgendwie muss er Traktion haben, weil vom Gefühl her höre ich in dem Motor, dass der gegen irgendwas geht, aber ich komme nicht vorwärts. Und dann schieben die Leute es auf die Leistung. 60 PS schaffen sie nicht. Dann ist die Bremse zu, ne? Eigentlich ist nur die blockiert. Bremse zu, ja. Ja. Deswegen legen wir den nach oben und dann gibt es dieses Problem nicht. Also das ist keine Designsache, sondern nur, damit es im Gelände nicht passiert. Und hier immer beim Einstellen der Bremse immer schauen, damit die auch richtig leer treten, oder? Jetzt Packt's an. hört man schon, packt sie an. Dann geht 2 zurück, läuft so schön leicht. Weil sonst gibt es heiße Hinterräder. Sieht schon geil aus. Ne? Ja. So, was haben wir als Anbaukit dabei gehabt? Wie immer, bevor wir was montieren, schauen wir es an, ob das auch mit der Einbauanleitung übereinstimmt, was wir gerade gemacht haben. Ja, weil die musst du ja vorher anschauen. Weißt du auch, wo die Jungs von Hyperbro den Ausgleichsbälder haben wollen? Die wollen den hinten dran. Das heißt, Bringen wir den da hoch? das sehen wir jetzt gleich. Das heißt, von der Position her ist das eigentlich cool. Guck mal her. Stört es sich optisch? Weil Okay. da stört er ja gar nicht. Ne? Können wir gut verstecken da. Ich würde mir vielleicht sogar einen Zacken tiefer durchschieben, wenn es geht, dass es so da sitzt. So. Sieht doch schick aus, oder? Ja. Wir müssen bloß die Schellen, die Schraubstellen nach hinten legen. Ne? Und das ist auch alles dabei. Im Lieferumfang sind 3 Kabelbinder. Für was sind die? Um den Schlauch festzumachen. Schlauch, genau. Dann Größe A, Kolbenring, 1000 Kabel Urlaubsstraße. und Gummis zum Spielen. Du musst da irgendwie anders anführen. Also vielleicht jetzt schon anfädeln und dann durchschieben. Da kommst du durch. Doch klar. Nein. Klar. Nein. Schick.
Was denn das? Das sind die Kofferträger. Für die Satteltaschen. Ja. Die kommen so daher. Ich sag mir nur orange. Ich bin für SWT Pink. Das wird sich richtig vorheben. Findest Ja. du Pink hässlich? Orange. Einfach orange. Orange? Einfach orange. Was sagst du dazu? Orange. Okay, also dann nimmst du mit, machst du Orange. Keiner wird hier online verarscht. Ne, aber schaut gut aus, ja. Was? Sollen wir die Leiter holen? Also, wir machen jetzt mal das Ende vom Video. Irgendwann stellen wir euch das ganze Motorrad vor. Es ist auch nichts mehr so euch viel dran zu machen. Ein paar Benzinschläuch, ein bisschen Kraftstoff in den Tank und der TÜV. Naja, aber den werden wir überzeugen, oder? Hast du schon was gekauft? Wenn nicht vom Monat TÜV. So eine große Tafel, Merci oder so. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, liked uns nicht in Instagram, nicht in TikTok, nicht in Facebook. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, macht auch nicht die Glocke an. Bis zum nächsten Mal, euer Marvel. Ciao.